Alexander Stolzechner, ich bin 16 Jahre alt. Ich heiße Johanna und ich bin 15. Hallo, ich bin der Johannes, ich bin 24 Jahre alt. Ich heiße Natascha und bin 16 Jahre alt. Ich bin der Noel und ich bin 18 Jahre alt. Ich bin der Richard und ich bin 17 Jahre alt. Gehst du wählen? Warum? Ich gehe schon wählen, wenn ich kann. Ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, aber ich bilde mal meine Meinung. Ja, also ich würde schon wählen, also weil ich halt auch möchte, dass sich was ändert. Ja, ich gehe wählen, seit ich wählen kann, weil mich eigentlich Politik schon immer interessiert hat. Ist vielleicht auch vom Elternhaus ein bisschen geprägt, aber ja, ich habe schon immer Interesse an der Politik gehabt. Nein, weil ich bin erst dieses Jahr 16 geworden und deshalb war ich halt davor noch nie wählen. Ja, ich gehe wählen, weil ich will hier in Österreich mein politisches Recht ausüben. Und zwar, dass ich hin und wieder wählen gehen darf. Also ja. Also ich gehe wählen, weil sie ist die Parteien die Stimmen kriegen, was nicht für mich sprechen. Was müsste sich ändern, damit mehr Jugendliche wählen gehen? Beziehungsweise, damit du wählen gehst? Ich glaube, Jugendliche müssen mehr in die Politik eingebracht werden. Mir kommt vor, von der Politik ist die Jugend, wenn ich es ganz radikal sagen darf, verlassen worden. Wir sind von der Pandemie jetzt nicht so ganz gerettet worden, wir haben die ganze Zeit daheim bleiben müssen. Ich glaube, wir müssen die Jugendlichen ein bisschen dazu bringen, einer zu sagen, das ist wichtig. Vor allem in der Politik müsste sich was ändern, dass junge Leute mehr in den Fokus kommen der Politik. Ich sage jetzt einmal nicht gleich auf Stadtebene, sondern auch auf Bundesebene, dass sich mehr für junge Leute eingesetzt wird, dass sich auch mehr junge Leute für Politik dann interessieren. Ich weiß nicht, fällt mir nichts ein. Ich glaube, dass viel zu wenige Jugendliche zu uninformiert sind über die derzeitige politische Lage. Und ich glaube, Politik sollte mehr in der Klasse oder zum Beispiel unter der Familie besprochen werden und nicht als so eher nur für die Erwachsenen ein Thema reserviert bleiben sollen. Dass das öfter thematisiert wird und ja. Wie informierst du dich über Politik? Woher bekommst du deine Infos? Ja, also ich habe mir, wie jetzt davor schon gesagt, eben die ganzen Parteiprogramme ausgedruckt. Ich verfolge es im Fernsehen, Zeitung und eben auch im Internet. Man muss halt wirklich was erst herausfinden, zu welcher Partei man steht und deshalb darf man sich am gescheitesten mal alle Parteien anschauen. So finde ich am richtigsten. Hauptsächlich Nachrichten oder teils TikTok, obwohl TikTok ist jetzt auch keine verlässliche Quelle, weil da wird halt auch sehr viel Bullshit gelabert. Ich bin da oft auf so Internetseiten bezüglich Nachrichten unterwegs, also sei es über die Zeit im Bild. Es gibt aber super tolle Aufklärungsvideos auf YouTube, wo man auf dem aktuellen Stand bleiben kann. Und ja, es ist generell Zeitung und so weiter. Im Internet, zum Beispiel Insta oder TikTok, also einfach soziale Medien. Hauptsächlich aus dem Internet und im Internet aus verschiedenen Quellen von verschiedenen politischen Ansichten, manchmal von eher linken, manchmal von eher rechten Nachrichtenagenturen, damit ich frisch auf Trab bleiben kann. Also aus News, Social Media und Ding. Und früher haben wir das in der Schule, in der Polytechnischen Schule, haben wir das auch öfter mal gemacht. Was ist deiner Meinung nach Demokratie? Demokratie ist fürs Volk. Die Leute werden gewählt vom Hand des Volks, die jeder seine Stimme einlegt und somit entsteht Demokratie. Demokratie ist eine Regierung fürs Volk und nicht für die Leute, die oben sind. Also wenn alle Menschen gleichwertig sind und so und wenn man jede politische Meinung akzeptiert. Demokratie ist ich sehe Demokratie immer so als Streit, aber es soll genau so sein, weil es braucht einen Streit, um irgendwie voranzukommen. Und ja, die Demokratie muss eigentlich immer in Bewegung bleiben und hat halt viel mit Meinungsfreiheit zum da und halt eben auch die Freiheit eines jeden Einzelnen, sich zum Entfalten können und auch seine Meinung kund zum da. Meiner Meinung nach, Demokratie ist, wenn eine Regierung da ist von den Menschen, für den Menschen und dass niemand
in einem Land oder in einem Volk zurückgelassen wird, dass jeder mit besprechen darf, was, wo und wie was angeht. Dass jeder das gleiche Recht hat, dass jeder das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Was wird in Österreich für die politische Aufklärung getan? Gibt es Verbesserungspotenzial? Ich finde, das kann verbesserungswürdig sein. Man kann ein bisschen mehr über die Parteien selbst reden. Weil das haben sie bei mir nicht gehabt. Wir haben gesagt, ja, das und das ist Demokratie, das ist der Bundeskanzler, das ist der Bundespräsident und so und so. Aber ich finde, man sollte ein bisschen mehr auf die Parteien eingehen. Dass die Leute wissen, für das stehen die. Somit kann ich mir die Meinung bilden. Und auch für was die Politik der Jugend bringt. Für was die Parteien für die Jugend stehen. Was der Parteiprogramm für die Jugend haben. Ich finde, dass politische Aufklärung gar nicht von der Politik selbst ausgehen sollen, sondern dass das eher ein Bildungsauftrag ist, den man in die Schulen vermittelt bekommen soll. Nun zum Beispiel bei mir in der Klasse in Geschichte heißt bei mir in der Klasse Geschichte und Politik, sprechen wir manchmal über Politik. Doch nicht jeder ist ganz so fasziniert von dem politischen Aspekt in dieser Stunde. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun mit der eigenen Person, dass sie zu wenig interessiert ist. Aber das ist das Einzige, wo ich aktiv mit anderen Leuten in meiner Altersgruppe über Politik reden kann, hauptsächlich in der Klasse.